Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Im Herbst geht so langsam die Gartensaison vorbei und was kommt? Richtig, die Brennholzsaison. Dafür fahren wir jetzt mal zu einer Garage, wo wir den Anhänger aus seinem Sommerschlaf erwecken und holen den jetzt einfach schon mal rüber. So, wir sind an der Garage. Da ziehe ich jetzt den Hänger raus und dann koppeln wir den mal an. Unter dem Anhänger lag noch eine Plane. Ich dachte, dass er deswegen mit dem Stützrad vielleicht ein bisschen dran festhängt. Aber es war tatsächlich so, dass das Stützrad runtergekurbelt war, was ich natürlich nicht mehr wusste. Und ja, durch diesen Auffangbock oder diesen Stützbock, den die Deichsel vorne hat, blockiert wurde. Es konnte also nicht rotieren. Das heißt, ich habe es dann quer runtergezogen. Aber auch nicht mehr die Mühe gemacht, nochmal nachzuschauen, weil so stark bremst es auch wieder nicht. Jetzt habt ihr gesehen, es ist hochgekurbelt, dann ist es deutlich einfacher. Trick beim Ankuppeln übrigens. Ihr habt jetzt gehört, wie der einrastet. Jetzt ist es ja so, wenn der Hänger nicht beladen ist ja nicht besonders viel Stützlast auf der Anhängerkupplung. Ich nutze einfach das Stützrad und kurbel das nochmal raus. Wenn ich dann sehe, dass ich das Fahrzeugheck anhebe, dann kann ich mir sicher sein, dass vorne auch alles richtig arretiert ist. So, jetzt machen wir noch den kurzen Beleuchtungscheck, ob das soweit passt. Und dann können wir auch schon wieder heimwärts starten. Mal sehen, ich habe meinem Vater gesagt, er kriegt noch eine Ladung trockenes Holz von mir. Vielleicht schaffen wir das ja gleich zusammen. Endlich wieder mit Hänger fahren. Ich habe es ja schon ein bisschen vermisst. Den Luftdruck werde ich natürlich zu Hause noch checken. Für die Leerfahrt ist es ja wirklich egal. Hauptsache ist überhaupt irgendwas drin. Das passt mir jetzt ganz gut, dass ich zu Anfang jetzt noch was trockenes Holz, was ich schon da gelagert hatte bei mir im Carport, loswerde. Dann habe ich da Platz zum Arbeiten. Das Holz, was da liegt, das müsste auch noch einmal durchgesägt werden. Das heißt, könnte gut sein, dass wir heute auch noch ans Sägen kommen. Wir haben leider nicht besonders viel Platz gerade hier zu parken. Deswegen müssen wir den Hänger abmachen und ihn vors Carport stellen. Ich merke, die Zwillingsbereifung vom Stützrad hat auf jeden Fall an einer Seite an Luft verloren. Da müssen wir noch mal ran. Ich habe die jetzt, ich glaube schon die zweite Saison jetzt. Und ich muss sagen, Offroad ist es eine mega Erleichterung, wenn man den Hänger von Hand irgendwo hinschieben manövrieren muss. Wenn man rein auf Asphalt arbeitet, würde ich, glaube ich, ein Vollgummirad vorziehen, weil es einfach wartungsfreundlicher ist und auch wenn es hochgekurbelt ist, weniger Platz wegnimmt. So steht er jetzt hier. Gehen wir mal zusammen ins Carport. So, ein bisschen Holz ist noch hier. Einmal da, schon auf die richtige Länge geschnitten. Dann haben wir hier im Randbereich noch Roteiche, die wir dann noch einmal auf Länge sägen müssen. Also sprich einmal in der Mitte durch. Da gehen wir gleich mal drüber und dann schmeißen wir das auf den Hänger. Hier ist es an der Zeit, sich einmal für den Ton zu entschuldigen. Das Ansteckmikro, was mit der Kamera verbunden war, war leider falsch eingestellt, sodass der Sender, den ich an der Kleidung hatte, nicht genutzt wurde, sondern nur der Teil, der sich an der Kamera befindet und für den rückwärtigen Ton zuständig ist. Ich gelobe Besserung und versuche in Zukunft darauf zu achten. Willkommen im Außenbereich. Bevor wir jetzt anfangen,
schauen wir erstmal nach dem Luftdruck vom Anhänger, weil bevor wir ihn beladen, gucken wir natürlich, dass der Luftdruck passt. Dazu nehme ich hier dieses, keine Ahnung, Makita DMP 180, 18 Volt. Ist ganz cool, ganz handlich, ne? Es dauert zwar ein bisschen, wenn man großvolumige Reifen hat, wo Luft rein muss oder wo mehr Luft rein muss, aber tadellos. Damit gehen wir jetzt mal an die Reifen. Man schaltet das Gerät hier an der Seite erstmal ein. Dann kann man hier den Luftdruck einstellen, den Zielluftdruck. Ich gebe Ihnen mal 1,5 Bar, das müsste auf jeden Fall reichen. Schauen wir uns gleich auch noch die Anhängerreifen an, was da so Ambach ist. Okay, 4,8 Bar hat der hier, das reicht wohl. Ja, 4,75. Ach so, wenn ihr euch fragt, neues Outfit oder was? Genau, habe ich mir mal gegönnt. Das alte war nicht mehr so schön und wenn es euch interessiert, ich stelle es euch jetzt mal vor. Ansonsten guckt einfach auf die Kapitel, dann könnt ihr es überspringen, dann machen wir direkt weiter im Text. Ja, dann schauen wir uns mal die neue Ausrüstung an, ne? Die kommt hier in so Beuteln. Kann man vielleicht nochmal für irgendwas benutzen, zum Einkaufen, keine Ahnung. Das ist die Jacke. Die ist schön flexibel, mit hier so durchlüfteten Stretch-Einsätzen und verfügt im Bereich von Ellbogen und Schulter, da wo halt viel Abrieb entsteht, über so Kevlar-Besätze. Man kann die Ärmel auch abmachen und die Jacke zur Weste machen. Ja, dann hat man hier große Brusttaschen. Kann man einmal von der Seite aufmachen und von oben aufmachen. So kann man sie dann optimal entleeren mit Handschuhen oder so, falls man irgendwas ran muss. Man kann aber auch entweder oder nutzen, ne? Also entweder oben oder an der Seite. Ganz schön finde ich, dass die Reißverschlüsse auch dann im Zu- und Zustand nochmal abgedeckt sind, dass man nicht irgendwie dran hängen bleibt oder so. Im linken Arm habt ihr auch nochmal eine Tasche. Ja, ich weiß nicht, ob da ein Handy reinpasst. Wir können es mal eben ausprobieren. Ja, passt sogar ein Smartphone rein. Ja, dazu noch 2 Stifte. Und das war es im Prinzip auch noch. Ach ja, auf dem Rücken habt ihr unten noch so eine breite Tasche für Erste Hilfe, Kit oder dergleichen. Ist auch nochmal hier das Kreuz abgebildet. Hier oben Lüftungsnetzfutter. Einmal von der Innenseite habt ihr so ein schwarzes Netz. Und im Taillenbereich kann man die Jacke noch zusammenraffen. Hier unten ist noch eine Innentasche. Das war es im Wesentlichen zu der Jacke.
Was ich an der Jacke cool finde im Vergleich zu meiner bisherigen Ausrüstung ist, sie ist dünner in den Bereichen, wo es nicht dick sein muss und flexibel, sodass man sich noch besser drin bewegen kann. Zudem atmungsaktiver und vor allen Dingen, man kann sie zur Weste umbauen. Das finde ich sehr angenehm, gerade wenn man so auch als Spanschutz sie noch nutzen möchte für über die Hose, aber im Prinzip es schon ein bisschen warm ist, dann finde ich sehr angenehm, wenn man wenigstens die Arme frei hat. Wird sich aber alles noch zeigen, wie gut ich damit zurechtkomme. Ein paar neue Hosenträger habe ich mir passend auch gegönnt, ganz normal hier mit den Löchern für die Knöpfe. Und dann kommen wir zur Hose, die ja bei den Schnittschutzgeschichten immer das Herzstück ist, zumal die Jacke ja gar keinen Schnittschutz hat. Genau. Meine ist so langsam ein bisschen durch, sind hier und da Löcher drin. Und ich weiß auch nicht, wie gut die Fasern innen drin noch so verteilt sind, weil ich die auch schon ein paar Mal gewaschen habe, logischerweise. Ja, und dann dachte ich, habe ich die gleiche unter Beobachtung gehabt, aber ja, meine Größe war nie dabei. Und dann habe ich überlegt, ob ich mir nicht mal was Schöneres gönne oder was Besseres gönne. Weil man verbringt ja doch ein paar Stunden da drin, oder ich zumindest. Und von der Firma PSS habe ich halt schon die Shirts. Die mag ich auch gerne. Also bin ich auf die Hose gekommen und die schauen wir uns jetzt einmal an. Was ich richtig cool finde ist, also einmal diese Kevlar-Besätze hier drauf, die sind wirklich robust. Also fühlen sich sehr massiv an, sage ich mal. Dazu kommt, was mich bei meiner alten Hose oft genervt hat, ist, wenn man so durchs Unterholz geht und da ist noch Feuchtigkeit, sei es durch Tau oder durch Regen, Nässe im Allgemeinen. Und da haben wir hier den Vorteil, die ist bis hier oben wasserdicht. Das heißt, Nässe, die hier auftrifft, perlt ab und saugt sich nicht ins Gewebe ein. Da Schnittschutzhosen ohnehin immer relativ schwer sind, wenn die dann noch vollgesogen mit Wasser sind, ja, brauche ich keinem zu erzählen, wie angenehm ist es damit, durch den Wald zu stiefeln und zu klettern und überhaupt sich zu bewegen. Das schränkt einen schon ein. Im rückwärtigen Bereich ist hier der unterste Abschnitt nur wasserdicht und darüber hat man halt dieses feine, dünne Stretch-Gewebe, was dann sehr atmungsaktiv ist. Man kann hinten die Hitze schön raus und im unteren Bereich hat man auch den Nässeschutz. Insgesamt ist die Hose recht leicht für eine Schnittschutzhose. Und ja, hier die entsprechenden Hosentaschen, ganz normal. Hier im rechten Bereich haben wir dann noch Taschen für Stifte oder Pfeile oder was man so meint, durch den Wald schleppen zu müssen. Nächster großer Vorteil, Belüftung. Schaut euch mal an, wie groß dieser Belüftungsreißverschluss ist. Hier kommt richtig schön Luft ans Bein. Gerade, das sind so die zwei Sachen, die mich bei meiner gestört haben. Einmal im Sommer war sie sehr warm und hatte auch nur einen kleinen Lüftungsreißverschluss. Im Winter dann bei der Nässe sehr schwer. Und hier haben wir jetzt Nässeschutz, leichtere Hose, besseres Gewebe, atmungsaktiver, robust im vorderen Bereich und sensibel da, wo man keine Robustheit braucht. Dazu kommen diese großen Lüftungsreißverschlüsse, die auch nochmal mit so einem Kunststoff abgedeckt sind, sodass, wenn sie zu sind, sie auch nahezu dicht sind, winddicht und wasserabweisend, sage ich mal. Kennt man von vielen so Softshell-Jacken oder so. Ja, im rückwärtigen Bereich haben wir einmal eine Gesäßtasche. Hier noch eine Schlaufe für den Karabiner. Kommen wir zu einer weiteren Besonderheit. Ihr erinnert euch sicher an mein Konstrukt mit dem
ja, mit dem Kombischlüssel und dem Seil durch. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, aufgrund dieser Schnalle, man kann den Kombischlüssel durchstecken, hier in diesen Holster, komplett rein, und dann kann man oben den Druckknopf schließen. So, jetzt haben wir den Kombischlüssel hier in diesem Holster drin und gesichert mit dieser Klappe hier. Die ist recht massiv, die Klappe, irgendwie verstärkt, keine Ahnung, ist irgendein Gewebe noch drin. So hat man jetzt sicheren Zugriff auf den Kombischlüssel und ja, wenn man die Hose nicht anhat, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, den da reinzufriemeln. Und man muss nicht so viele davon kaufen, weil man ihn so, denke ich mal, nicht so oft verliert, wie wenn man ihn einfach nur so ins Hosenbein steckt. Finde ich richtig klasse und bin ich mal gespannt drauf. Dann haben wir hier noch eine Cargo-Tasche, Beintasche. Ja. Recht geräumig, vorne noch mit einem Extrafach. Können wir auch einen Zollstock reinstecken oder so. Also ich muss sagen, insgesamt finde ich echt ein cooles Ding. War jetzt im Angebot, deswegen habe ich gedacht, ich gönne mir das mal und probiere es mal aus. Machen uns erstmal ein bisschen Platz, dass wir überhaupt ans Holz rankommen. Am Start die 462. Ja, wenn es mal wieder schnell gehen muss. Hier habe ich noch ein schönes trockenes Stück Kiefernholz. Da werde ich mir nachher noch richtig schön Anzündholz draus machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist Anzündholz meist Mangelware. Da komme ich irgendwie einfach nicht dazu, so richtig viel herzustellen und zu lagern und so. Ja, ist dann immer irgendwann aufgebraucht. Okay, die erste Ladung ist drauf. Dann schmeißen wir mal ein Fichtenmoped an. Ja, so nach dem Sommer brauchst du mal ein paar Züge, damit der Sprit auch im Vergaser ankommt. Immer wieder schön. Direkt mal kleine erste Live-Erfahrung zum Outfit. Das Handy passt zwar in die Armtasche rein, ist aber nervig, weil es ein relativ schwerer Klotz dann hier am Arm ist. Gerade auch weil der Stoff leicht ist, bounced es dann so ein bisschen. Jetzt habe ich es in der Brusttasche, wie früher auch. Das geht super, aber hier haben wir einen Ersatzakku drin.
mir noch aufgefallen ist, die Hosentaschen sind zu, wenn der Reißverschluss unten ist. Das heißt, man kann sie nicht versehentlich aufziehen. Clever. Auf zur Runde 2. Ja, 121 Dezibel aus 75 Kubik, aber die wirken ja nur kurz. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, auf meinem Helm befindet sich jetzt eine neue Action Cam. Und zwar hatte ich immer das Problem, dass ich mit der GoPro, zum einen war eine Hero 5, war nicht mehr so der Bringer vom Bild, recht blasses Bild. Und vor allen Dingen im Dunkeln viel Bildrausch. Hatte ich immer das Problem, dass ich mich selber ja nicht gesehen habe, weil die Hero 5 hat halt nur ein Schwarz-Weiß-Frontdisplay, wo Aufnahme oder die Funktion, also Kamera, Foto oder Video, angezeigt wird. Jetzt hatte ich aber das weitere Problem, dass ich mit der Kamera, mit der ich gerade filme, dass die keinen Nässeschutz hat. So, da wir aber draußen Sport machen, ja, habe ich dann nach einer Lösung gesucht und siehe da, hier Insta 360 Ace Pro hat halt ein Klappdisplay, was man komplett 180 Grad drehen kann und dann sieht man, ob man in die Kamera spricht oder ob wie jetzt nur das Kinn drauf ist. Denn das war bei der GoPro manchmal der Fall. Dazu kommt natürlich, dass sie insgesamt ein viel besseres Bild macht als die alte GoPro. Da liegen halt auch, weiß ich nicht, 10 Jahre zwischen oder so. Die GoPro hatte ich mir damals hauptsächlich zum Motorradfahren gekauft. Aber die Videos sollte man besser nicht veröffentlichen. Was ich jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, die Hose ist so geil, also wirklich. Man kann sich so viel besser da drin bewegen. Zum einen leichter, zum anderen beweglicher. Und ich habe jetzt hinten, also normal würde ich jetzt die Jacke ausziehen, aber ich habe hinten die Lüftungsschlitze jetzt komplett offen. Das reicht mir jetzt erstmal für den Moment. Ich überlege, ob ich gleich mal die Ärmel abmache. Ja klar, ich könnte sie auch ganz ausziehen, aber ich bin so ein bisschen am Testen. Der einzige kleine Nachteil von der
Insta-Action-Cam ist, dass sie ein bisschen schwerer ist als die GoPro, die ich sonst noch habe. Für mich jetzt nicht so schlimm, weil heute als Helmkamera mal ein Test, aber grundsätzlich würde ich die GoPro einfach auch im Helm weiter nutzen oder mir vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, wie lange das hier mit YouTube noch geht, werde ich mir vielleicht noch so eine leichtere, kleinere besorgen. Grundsätzlich habe ich sie mir geholt, um auf dem Stativ damit zu arbeiten. Und da ist das Gewicht dann wirklich egal. Also, nicht lang schnacken, weiterarbeiten. So, es ist soweit. Wir probieren es mal, wie es nur mit der Weste ist. Einfach hier so ein Reißverschluss, quasi in der Achselhöhle. Wenn man gelenkig genug ist, kann man das sogar machen, während man die Jacke anhat. So, einmal rum. Voila! Man kann die Arme auch gut auseinanderhalten, weil der eine hat ja die Tasche am Arm, der andere nicht. Die Reißverschlüsse stören auch zum Beispiel nicht beim Bewegen. Manchmal hat man das ja bei so Cargohosen, wo man die Beine abmachen kann, dass das am Knie nervt oder so. Das ist ja nicht der Fall. Müssen wir mal sehen. Eine Nachbarin hatte mich noch gefragt, ob ich im Garten was helfen kann. Vielleicht machen wir das heute noch zusammen. Ich kann nichts versprechen, ich weiß nicht, ob ich euch mitnehmen kann, soll, darf, keine Ahnung. Aber vielleicht machen wir da gleich noch ein bisschen Heckenscheren und Hochentaster-Action. Ja, nur als Weste, auch gut bisher. Etwas luftiger. Aber die Späne kommen nicht alle bis in die Unterhose. So, für euch geht es jetzt direkt weiter. Ich mache jetzt mal ein kurzes Break, Kind abholen, was essen und dann geht es gleich frisch gestärkt an die Arbeit. Und weiter im Mix. Schärfe ist nicht mehr so richtig brutal scharf, aber die Chips sehen trotzdem noch ganz schön aus. Denkt dran, immer sicheren Start. Entweder zwischen die Beine oder auf den Boden und Fuß rein. Ja? Niemals fliegenden Start, also niemals so.
Anfang denkt man immer, der Hänger wird nie voll, aber es läppert sich. Und ich finde, es ist irgendwie auch eine befriedigende Arbeit. Wenn man sieht, wie irgendwie ein Prozess stattfindet, dass man was schafft, etwas erzeugt. Schöner Ausgleich, wenn man sonst im Büro sitzt oder solche Tätigkeiten eben nicht ausübt. Aber ich muss auch sagen, meinen Lebensunterhalt damit verdienen und jeden Tag so eine doch harte körperliche Arbeit machen, das wäre dann auch nichts für mich. Die 50er Schiene, der 462, finde ich ist eher hinderlich im Sägebock. Muss man eher aufpassen, dass man sich nicht den Bock durchsägt. Hier unten das Holz. Optimal, denke ich, sind hier 40 bis 45 cm Schienenlänge. Okay, Freunde, das war jetzt erstmal die Sägenarbeit. Den Rest mache ich jetzt hinten aus dem bereits abgelenkten Holz. Schmeiße ich den Hänger noch schön voll. Ist auch wieder schön, ein bisschen mehr Platz im Carport zu haben. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, auch die Schubkarre zu nutzen. Ehe ich da jetzt 100 Mal hin und her renne, ist es, glaube ich, ein wenig effizienter so. Den Reifen habe ich natürlich direkt auch nochmal aufgepumpt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der, keine Ahnung wie viel, zig Jahre alt ist. Und der ist kein bisschen porös im Vergleich zu den Stützradrädern. Ich habe dem Hersteller schon mal geschrieben. Mal gucken, was ich als Antwort kriege. Aber ich muss echt sagen, wenn man es sich leisten kann, sollte man nicht an sowas sparen. Also an Werkzeug, Ausrüstung, Klamotten. Es macht sich echt immer bezahlt, direkt was Vernünftiges zu nehmen. Aber das ist natürlich auch manchmal leicht gesagt, ne? Weiß ich ja manchmal gar nicht, wie weit treibe ich es überhaupt mit dem Hobby oder ja, ist es nur mal ein Versuch. Dann brauche ich natürlich nicht so top ausrüsten, ne? Und zum anderen weiß man auch gar nicht am Anfang, was ist gut, was macht Sinn, was nicht, worauf achtet man, ne? Zum Beispiel mit der Schnittschutzhose, dass die unten sackschwer wird, wenn die nass wird. Denkt man vorher nicht drüber nach. Ich finde es immer ganz lustig. Man wird ja doch auch immer so ein bisschen heimisch auf der Baustelle. Man kennt ja dann so da seine Örtlichkeit und weiß, wo man wie anfährt und was wo ist und man räumt so ein bisschen auf und arrangiert alles so ein bisschen. Finde ich mal ganz witzig, wie man immer so ja, wechselnd einen Bereich erobert.
So, der Hänger ist geladen, Plan ist drauf. Haben wir gut vollgekriegt. Ist noch genug hier. Braucht keiner zu frieren. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen den Hof sauber. Ich denke, das schaffe ich aber alleine. Und falls wir uns nicht mehr sehen, sage ich danke fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen hoch da und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie es sich gezeigt hat, machen wir doch noch ein bisschen Gartenarbeit zum Ende des Jahres. Und wir werden hier, da oben hinter mir, den Baum ein bisschen reduzieren. Mal gucken, wie weit ich da komme, wo ich drankomme. Hier, diesen Feuerdorn, den werden wir auch noch ein bisschen in Form schneiden. Feuerdorn ist natürlich immer mega cool mit den langen, spitzen Dornen. Dass alles mal wieder ein bisschen ordentlicher aussieht. Also, nicht lange quatschen, fangen wir an. Okay, das sieht jetzt schon ganz ordentlich aus. Ich habe hier auch noch die Eibe ein bisschen rund geschnitten und hier vorne den Kirschlorbeer. Und dann gucken wir jetzt mal, inwiefern wir den Baum hier noch ein bisschen zurechtschneiden, sodass er auch ordentlich aussieht. Okay, haben wir hier noch ein bisschen den Nadelbaum zurückgeschnitten, dass die Rose wieder wachsen kann. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal rangehen. Wenn die Nachbarin zu Hause ist. Ist jetzt heute nicht da. Ich habe eben mit ihr telefoniert. Sie sagte, der Garten wäre offen, ich könnte rein. Genau. Dann gucken wir jetzt mal. Ich habe keine Leiter jetzt, aber mit dem Hochentaster, ob wir da oben noch
das Ganze ein bisschen einkürzen und in Form schneiden können. So, jetzt gucken wir mal, auf welche Länge wir ungefähr arbeiten. Vielleicht so die Höhe. Da noch einen Ticken höher. Wenn man die Stange ein bisschen länger ausfährt, muss man sich nicht so strecken. Setzen wir den mal schön ein hier. Also ich muss sagen, seht es selbst, dieser Teleskop-Hochentlaster ist echt mega gut. Also wie will man sonst an diese ganzen kleinen dünnen Stäbchen drankommen? Außer für jedes einzelne Leiter anzustellen. Ich schneide jetzt noch ein bisschen im rückwärtigen Bereich und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Aber ich muss sagen, wenn ich so auf den Bildschirm gucke, geht's vom Licht echt noch, ne? Und es ist wirklich schon duster. Mit der GoPro würdet ihr gar nichts mehr sehen. Nur noch Bildrauschen. Okay, es ist jetzt wirklich düster. Der Baum ist deutlich reduziert. Vielleicht finde ich noch einen Bildvergleich von vorhin. Spiele ich den jetzt mal ein. Ja, wie ihr seht, ist schon deutlich in der Höhe reduziert und auch was zum Nachbarn rüber ging. Ich meine, der Rest liegt jetzt hier auf dem Boden. Ist schon wieder ein bisschen was so an Grünschnitt dann anfällt. Auf dem Baum sieht es immer weniger aus, als wenn es auf dem Boden liegt. Ja, hinten der Feuerdorn ist auch schön gerade geschnitten mit der Eibe zusammen und dem Kirschlorbeer. Das hat sich ja wieder gelohnt. Schnelle Hauruck-Aktion, mal eben noch eine Stunde investiert und was gerissen. Das soll es jetzt aber wirklich für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen und ciao bis zum nächsten Mal. Macht's gut.